Das Atelier ist im Grunde der wichtigste Ort, an dem die Kunst entstehen kann. Also ein Raum, in dem ich Dinge entwickeln und produzieren kann, in dem ich mich ausbreiten kann, also in dem ich Platz habe, der hell ist, wo ich Dinge ausprobieren kann, auch meine Ruhe habe. Ja, die Situation war damals so, dass ich hier ein Atelier hatte und dann wurde das Haus renoviert und dann musste mehr Geld genommen werden von den einzelnen Mietern. Und da kam das Atelierprogramm ins Spiel. Also ich habe die auch gefragt, ob sie daran Interesse haben. Und die haben sich dann das angesehen und haben dann gleich 2, ich glaube am Anfang sogar 3 Etagen hier gehabt und an Künstler vermietet. Ich musste mich schon auch bewerben, also ich musste mich bewerben, um in dieses Atelierprogramm reinzukommen. Das heißt, um sowohl von meiner Einkommenssituation als auch künstlerisch die Kriterien zu erfüllen, dass ich ein Atelier kriegen konnte vom Atelierprogramm. Und für mich war dann der Vorteil, dass weil ich schon hier war und die Räume kannte, dass ich dann auch ein bisschen sagen konnte, wie ich mir die Räume vorstelle. Und deswegen habe ich das Glück gehabt, dass ich auch noch ein relativ großes Atelier hier habe, weil die meisten sind wesentlich kleiner. Was vom Atelierprogramm her verständlich ist, weil die müssen versuchen, so viel wie möglich Künstler unterzubringen, aber für die Arbeit natürlich teilweise auch verheerend. Ja, die Größe des Ateliers bedingt im Grunde auch die Möglichkeiten, die man hat, große Arbeiten zu machen. Und meine Arbeit bedingt schon, dass ich brauche einen gewissen Platz im Bild, in der Fläche. Und das heißt, ich muss auch große Formate malen können. Und das geht halt nur in einem vergleichsweise großen Atelier. Ja, der Preis fürs Atelier hängt natürlich von dem ab, was man auch sowieso verdient, das heißt, sich leisten kann. Also was weiß ich, wenn man so 3/4 von dem, was man verdient, alleine nur für die Produktionsstätte bezahlen muss, dann stimmen da Relationen nicht. Also deswegen ist dieses Atelierprogramm eben auch so wichtig, dass Künstler sich eben Räume leisten können, dass Räume bezahlbar sind. Und das ist im Moment in Berlin einfach so gut wie unmöglich. Es ist im Gegenteil so, dass ganz viele Atelierhäuser nach und nach alle dicht gemacht werden, weil Investoren kommen und sagen, ja, jetzt haben die Künstler uns das erschlossen und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir Geld daraus machen. Also ein Atelier befristet zu vermieten ist eigentlich aus meiner Sicht vollkommener Quatsch. Weil man braucht ja seine Zeit, um sich überhaupt einzuleben an einem Ort und sich ihn zu erschließen und an dem gut arbeiten zu können. Und wenn man dann sieht, man muss dann irgendwie in 1, 2 Jahren, 3 Jahren wieder raus, dann kommt man eigentlich kaum dazu, die Arbeit überhaupt anzufangen. Der Gedanke dahinter ist ja, dass die Künstler am Anfang ihrer Karriere, wenn sie vielleicht noch nicht so richtig auf sicheren eigenen Füßen stehen, was ja sowieso die wenigsten auch später können, dass man sie in der Zeit fördert. Nur diese Zeit kann eben wesentlich länger sein als 7 Jahre. Was nicht das Problem vom BBK ist, die wollen das auch gerne länger, sondern es ist die Politik, von denen aus das gewollt ist. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass sich dann einfach nur Generationen gegenseitig abwechseln in diesen Ateliers und die dann raus müssen, sich andere Räume nicht mehr leisten können, dann irgendwann einfach ihre Arbeit nicht mehr machen können und dann hinten runterfallen. Und kosten dann natürlich andererseits Zuschuss durch Hartz IV oder was auch immer. Also es ist insofern eine Milchmädchenrechnung. Es sollte schon so sein, dass die Stellen, die es gibt, die öffentlichen Stellen, die Museen, die Kunsthallen und so weiter, dass sie auch teilweise die Sammlungen, dass sie die Möglichkeit haben, weiter auch Kunst anzukaufen. Und das ist ja in den letzten Jahren einfach immer weiter eingeschränkt worden. Die öffentliche Hand hält sich total raus aus dem, was aus dem Kunstbetrieb. Es wird jetzt alles auf private Sammler, auf private Sammlungen und Initiativen oder eben Sponsorensuche runtergebrochen. Und dabei fallen dann halt die meisten Künstler wirklich hinten runter, weil dann nur noch die großen Namen was zählen. Man will, dass sich diese Arbeit dann amortisiert, dass sie dann ganz schnell viel mehr wert ist. Teilweise, dass man sich mit der Sammlung schmücken kann. Deswegen tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Und deswegen kommen auch relativ wenig neue dazu, es sei denn, sie sind ganz jung und noch ganz billig und können sozusagen entdeckt werden von den Sammlern. Also ich konnte immer von der Kunst leben, es ist immer mal besser, mal schlechter gegangen. Was auch daran lag, dass ich in einer Partnerschaft gelebt habe, wo beide Kunst gemacht haben. Mal hat der eine was verdient, mal der andere. Und so hat sich das immer die Waage gehalten. Immer schon ist nicht ganz richtig, das hat am Anfang auch ein paar Jahre gedauert. Also ich habe auch andere Jobs gemacht, was weiß ich, bei der Post gearbeitet, in einer Kneipe,
bis ich dann irgendwann mal den ersten Preis gekriegt habe. Und dann ist das meistens so eine kleine Spirale. Also dann kommt das nächste Stipendium hinterher und dann geht es erstmal eine Weile ganz gut. Dann kauft auch schon mal der eine oder andere ein Bild. Aber es ist eben auch nie so, dass sich dann Luxus entwickelt hätte. Sondern es ist natürlich immer sehr, sehr knapp genäht. Ich bin Maler. Die Malerei ist das, was mich am meisten interessiert. Die Farbe, die Form. Und an der Stelle interessiert mich am meisten eben der Schnittpunkt von Malerei, von Abstraktion und vom Bild, von dem, was aus der Wirklichkeit in das Bild hineinkommt. Im Moment 4 Gruppen von Arbeiten, an denen ich arbeite. Das erste sind sogenannte Porträts. Das heißt, es sind im Grunde so weit rangezoomte Blicke auf in erster Linie Frauenbrustporträts, also diesen Ausschnitt. Zweite Gruppe, da ist der Blick einfach wieder ein bisschen weggezoomt. Und die Figuren waren dann auch weg, die haben ihre Kleider hinterlassen. Da ging es sehr stark vor allem um Ornamente, um so eine Art von Clash von Mustern, Kulturen. Dritte Gruppe, da ging es dann im Grunde schon, da kamen die Figuren wieder rein ins Bild, aber da wurden es dann noch weiter weggezoomt Massenbilder. Also man sah dann Massen, die so, wie auch immer sie gestaltet waren durch ihre Kleidung in erster Linie. Es gibt zum Beispiel Bilder von 200 betenden Moslems oder eine Straßenszene, wo dann auch 200 Leute rumlaufen, alle ganz unterschiedlich gekleidet. Und diese Kleidung steht im Grunde auch immer wieder für Personen, für Individuen, für Individualität und Identität. Und die vierte Gruppe, davon sieht man jetzt hier 2 Arbeiten, das sind sogenannte Familienbilder. Im Grunde so ähnlich wie die Massenporträts. Nur, dass es jetzt sich hier dann um eine umrandete Gruppe von Personen handelt. Und Familien, sind ja auf der einen Seite immer die Möglichkeit, dann so eine Art Mikrokosmos der Gesellschaft zu zeigen.